Gott zu ermüden. Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Kann man Gott ermüden? Ist er so schwaches Geschöpf? Oder ist er überhaupt Gott? Kann man Gott ermüden wie die Menschen? An diesem Wochenende, am 4. Adventssonntag, hören wir einen Text aus dem Prophetenbuch Jesaja, wo der Prophet Jesaja zum König Ahas dann sagt, dass man Gott ermüdet. Was ist der Hintergrund? Ahas lebte eigentlich im 8. Jahrhundert vor Christus als König von Jerusalem. Und er bekommt ein bisschen Druck von seinen Kollegen, von den Königen von Samaria und Damaskus, dass sie ein Militärbündnis haben wollten, um gegen die Assyrer zu kämpfen. Ahas versucht irgendwie das mitzumachen, aber der Prophet Jesaja sagt, nein, das darfst du jetzt nicht. Du sollst eigentlich auf Gott vertrauen. Du sollst nicht unbedingt auf die Menschen vertrauen, sondern auf Gott. Und Ahas versucht doch hin und her zu sprechen und er vertraut doch den Menschen, den Königen, und am Ende ist er gescheitert. Und hier an dieser Stelle sagt Jesaja, ihr habt Gott ermüdet. Was will der Prophet sagen? Er sieht, dass ein König, der eigentlich von dem auserwählten Volk Israel ist, der eigentlich im ganzen Leben, in der ganzen Geschichte gesehen hat, wie Gott dieses Volk Israel begleitet hatte und durch den Weg geführt hatte und so weiter und so fort. Und dieser Gott wird auf einmal nicht mehr wichtig. Auch wenn der König von Israel ein eingesetzter König von Gott ist. Aber er gibt seine Kraft oder seine Überlegung oder seine Intelligenz für andere Sachen. Er möchte sehr gerne Menschen bei sich haben, damit er gewinnen kann. Und hier sagt der Prophet Jesaja, da ist Gott müde von euch. Er ist nicht mehr gut für euch. Er wird euch nicht helfen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir werden in einer Woche das hohe Fest, das wunderbare Fest Weihnachten feiern. An Weihnachten hören wir immer wieder, dass Gott einer ist, der mit uns ist. Immanuel. Gott mit uns. Wir werden ganz hautnah spüren, dass Gott Mensch wird, damit wir nicht allein sein müssen und dürfen. Aber wie viel werden wir in unserem Alltag Gott vertrauen, dass er eine wichtige Rolle in unserem Leben, in unserer Entscheidung, in unserem Handeln spielt? Es ist wirklich schade, dass wir unsere ganze Kraft nur auf uns stellen. Das heißt, wir möchten nicht unbedingt die Kraft Gottes für uns in Anspruch nehmen. Und deshalb sage ich ganz offen und ehrlich als Priester, da ist in unserem Leben vieles gescheitert, weil wir alles nur auf unsere Kraft, auf unsere Überlegung vertrauen oder auf die anderen Menschen, aber nicht auf Gott. Gott zu ermüden ist eigentlich nicht leicht, weil Gott ein allwissender, allmächtiger Gott ist. Dennoch ist er für uns, für unsere Perspektive müde, weil wir ihn nicht in Anspruch nehmen, weil wir ihn nicht bitten. Die Vorstellung der Christen für Gott ist mit uns. Das ist gerade das auch, was Jesus ganz am Ende des Evangeliums, zum Beispiel im Matthäus-Evangelium sagt, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Das ist der Gott, der bleibt, der bei uns ist. Und an Weihnachten dürfen wir gerne diesen Gott anfassen in Jesus Christus. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Gott ermüdet ist, dann werden wir nichts vollbringen. Da ist all unser Handeln nur umsonst.
Und deshalb würde ich einfach uns noch einmal einladen, auch mich selber, wie weit wir Gott Raum geben in unserem Handeln, in unserer Entscheidung, in unserem Alltag. Und dann wird wohl das Fest etwas schöner, unsere Freude wird größer und unser Dasein auch gewichtiger für uns und für alle Menschen. In diesem Sinne wünsche ich euch und Ihnen einen frohen und gesegneten 4. Adventssonntag und eine gute Woche. Ich freue mich auf jeden Fall an Weihnachten wieder mit euch, mit Ihnen in Gott zusammen zu sein.